Hi, mein Name ist Pascal vom Team SAB und ich begrüße euch heute von einem ganz besonderen Ort, und zwar das SAB Headquarter in Italien. Ich habe für euch hier den neuen Il Goblin Competizione und wir schauen uns einmal gemeinsam an, was dieses Modell anders macht zu den Vorgängern. Das erste große Highlight von dem Hubschrauber ist die neue Hauptrotorkopfgeometrie. Und zwar haben wir hier eine echte 1:1 Untersetzung, bedeutet 27 mm an der Taumelscheibe und 27 mm Abstand zur Hauptrotorwelle auch an den Blatthalterarmen. Die Blatthalterarme werden bei euch in der Produktionsversion allerdings in der blauen Akzentfarbe sein. Grundsätzlich ist das Hauptziel dieses Hubschraubers, ihn für den Wettbewerbseinsatz zu optimieren. Bedeutet, wir haben hier eine neue starre Hauptrotordämpfung drin, die die Verzögerung zwischen Steuereingabe und tatsächlicher Bewegung des Hubschraubers reduziert und auch unter anderem Titanblatthalterschrauben, um das Gewicht zu senken. Weitere Detailverbesserungen finden wir bei dem oberen Chassis. Das obere Chassis ist etwas dünner geworden, hat aber gleichzeitig mehr Material und wurde strukturell etwas verändert. So ist beispielsweise diese Linie hier jetzt in einer Linie mit dem Landegestell. Auch vorne wurden Optimierungen vorgenommen, um einfach besser das Modell handeln zu können. Und im Allgemeinen auch hier hinten im Riemenspannerbereich ist mehr Material, um die hintere Box zu verstärken. Wir haben uns intensiv darüber Gedanken gemacht, wie viel Nutzen wir von einer größeren Haupt- und Heckrotorwelle haben und sind zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn ergibt, dem abseisigen Trend zu folgen. Die bewährten 12 mm Hauptrotorwellen und 6 mm Heckrotorwellen sind stabil genug und wurden hier noch durch ein weiteres Kugellager ergänzt, um maximale Langlebigkeit für dieses Modell zu erzielen. Wenn ihr das Kit zusammenbaut, werden euch noch weitere Detailverbesserungen über den Weg laufen. So ist zum Beispiel eine neue Blatthalter-Unterlegscheibe dabei, die selbstzentrierend ist und auch aus POM. Das heißt, ihr habt immer die optimale Reibung in eurem Rotorblatt, ohne euch Macken reinzumachen. Und auch der Nix-Servo ist diesmal mit einer weiteren Abstützung noch verstärkt, um weniger Flex im gesamten Servoantrieb zu haben. Auch die vordere Servohalterung wurde noch einmal optimiert, um etwas mehr Weg zuzulassen nach oben und besonders nach unten. Das Modell kommt standardmäßig, wie ihr sehen könnt, in der RAW-Variante, weil es sich für den Wettbewerb einfach mit diesem klassischen Rundrohr durchgesetzt hat und am schnellsten zu reparieren ist. Ihr könnt aber ohne Probleme das Kit auch auf die Pro- oder Puma-Optik umbauen. Entsprechende Umrüstoptionen werden verfügbar sein. Also noch einmal zusammengefasst, der Il Goblin Competizione ist, wie ihr es aus der SAB-Historie kennt, ein Facelift der aktuellen Generation Il Goblin, wo die Dinge, die gelernt wurden, für den Wettbewerb implementiert wurden, um die bestmögliche Performance aus dem derzeitigen Modell herauszuholen. Das war die kleine Vorstellung vom Il Goblin Competizione hier aus dem SAB Headquarter, aus dem Showroom. Ich hoffe, ihr konntet einiges über das neue Modell lernen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Competizione auf dem Flugplatz.